Der Hobby T70 GE. Ja, der kleine Bruder, der 65 FL mit französischem Bett, den habe ich euch eben gezeigt. Und da ist natürlich die Sache, da sagen die Leute, ja, da muss ich ja über dem anderen drüber klettern. Das will ich nicht. Deswegen hat VW natürlich auch verschiedene Grundrisse, dann auch natürlich mit Längsbett, was bei Deutschen ja so beliebt ist. Ich komme ja aus Frankreich und da ist das französische Bett auch sehr beliebt. Ja, übereinander rüberkrabbeln, das ist eine Frage auch des Alters, denn auch ich muss ab und zu mal so um 5 Uhr raus, nach 5, 6 Stunden. Weiß gar nicht, habe ich das früher auch gemacht? Ich glaube ja. Das ist das Heck. Und da muss ja jeder selber wissen. Wenn man einen leichten Schlaf hat, also der Partner vielleicht einen leichten Schlaf, dann sollte man sich überlegen, ob man sich nicht 2 Betten zulegt. Im Front- und im Heckbereich. Und dann hat man auch eine tolle Lösung. Hier normale Garage. Also nicht abgesenkt wie im FL. Und das Ausgleichspolster ist hier schon bereitgelegt. Das ist, können wir uns gleich mal angucken, in Steckdose im Heck mit drin, Luftausströmer ist mit drin, der ist hier mit dabei. Hier, das ist das Bordwerkzeug von Fiat, was hier mit drin ist. Das sind die Fenster, Aufbaufenster. Ich habe eine Heckkamera, ich habe einen Spoiler oben drauf, ganz sportlich, Optima Deluxe, ja wirklich Deluxe. Von der Ausstattung her, auch die Verarbeitung ist gar nicht schlecht. Man sehr so denkt, so Hobby, ja, das hat vielleicht jemand zusammengebastelt, weil er Hobbykünstler ist. Nein, das Unternehmen gibt es schon ewig, machen eine hohe Qualität. Gibt es auch tolle Videos, wie im Werk gearbeitet wird. Einfach mal anschauen. Ja, wir sind bei Hofstädter in Sulzemoos heute. Bei strahlendem Sonnenschein und mittlerweile fast 20 Grad muss ich demnächst die Jacke mal ausziehen. Trotzdem, wir haben Lockdown, das heißt also Stellplätze, Campingplätze sind im Moment gesperrt. Und wir nutzen mal so ein bisschen die Zeit, um euch mal die Modelle zu zeigen, die hier am Hof stehen. Da steht er, Optima Deluxe T70 GE, 64.980 Euro, Fiat Ducato 2,3 Liter, 7 Meter und 41 Länge, 2,33 Meter Breite und eine Gesamthöhe von 2,77 Meter. Kostet, wie er hier steht, jetzt 64.980 Euro. Wir gehen mal rein. Aufbautür mit Müllsystem. Soweit, so gleich. Gegenüber dem 65er die Markise komplett integriert in die Front. War sehr, sehr schick gemacht. Dann hier auch wieder Fernseher und Garderobe, direkt im Eingangsbereich mit der Stromversorgung für den Fernseher oben drüber. Die Küche jetzt linke Seite. Und man sieht es direkt, ein Heck-Längsbett und eine ganz klassische Anordnung mit Kühlschrank auf der linken Seite. Sehr, sehr groß. Unglaublich groß. Der ist größer als ich. Also ist wirklich größer als ich. Also vom Boden her, ich denke, hat er bestimmt eine Höhe von 1,80 Meter, ist aber recht schmal dafür. Aber dafür habe ich ganz, ganz viele Fächer, die ich nutzen kann für unglaublich viele Dinge. Kann ich denn meine Sachen reinmachen, die nochmal herumfliegen, haben ein großes Eisfach. Passen auch locker Pizzas rein, vielleicht nicht die größten italienischen, aber hier hat man Platz. Eine Garderobe, die das Bad trennt. Hier habe ich den Heckbereich, hier sieht man, der Mittelbereich ist jetzt nicht bestückt. Hier kann ich die Ausgleichspolster reinlegen und kann die sogar noch hier unten verlängern. Und die letzte Stufe, die kann ich hier ausziehen, wenn ich das möchte, und kann dann hier einfach hochgehen. Hier der Bereich, wie gesagt, in der Mitte ist jetzt nicht bestückt, aber das Polster liegt im Heck. 2 Meter Länge von den Betten. Und der Einstieg ist sehr einfach. Ich gehe hier zweimal hoch und liege schon
auf der Fahrerseite auf dem Bett drauf. Und auch vorne jetzt der Blick mit linker Seite Dusche, Fenster, mit Blick auf die Sterne, rundumlaufend dann die Schränke. Ja, beispielsweise mal einen aufmachen, der da ist. Und genial, die Heizungssteuerung ist direkt neben dem Schlafbereich. Muss man nur aufpassen, dass man nicht gegenkommt, wenn man schläft. Da wird es wahrscheinlich Feedback geben und die Lichtsteuerung ist hier in der Mitte. Dass ich also das ganze Licht im ganzen Fahrzeug dann relativ zentral ein- und ausschalten kann. Das ist hier mit drin. Prima. Hier unten habe ich dann noch, das kann ich hochziehen, kann hier mit die Erweiterung machen, habe dann hier 2 Klacks, die ich dann einfach ausziehen kann hier an der Seite. Da sind jeweils Scharniere mit drin und damit kann ich dann das Bett komplett zur Liegewiese umbauen, wenn man noch mehr Platz benötigt oder vielleicht eine dritte Person in der Mitte schläft. Dusche, sehr groß und geräumig. Mit einer Plexiglas-Trennwand und einer Wäscheleine. Mit natürlich Fenster, Auslass und einer Raumtrenntür, die den Raum komplett trennt, sodass ich mein Raumbad dann habe. Gehen wir einen Schritt zurück, um uns besser sehen. Jetzt habe ich hier ein komplettes Raumbad, was ich dann begehen kann vom Bett aus. Linke Seite Dusche, rechte Seite Toilette. Hier habe ich nochmal einen Vorhang, den ich zuziehen kann, sodass ich komplett auch vereinzelt bin, wenn ich mich mal umziehe oder jemand mal auf Toilette geht. Das kann ja auch mal passieren. Jemand guckt vorne Fernsehen, guckt Toilette und dann kann ich hier komplett zubauen mit dem Mittelteil und habe da meine Ruhe. Toilette, drehbar, Waschbecken mit Becherhaltern, Schränkchen drunter, hier ist der Toilettenhalter, Lichtsteuerung direkt ganz unten und jede Menge Schränke, Spiegelschränke, die alle noch jeweils einen Zugang haben, sodass ich hier genug Sachen unterbringen kann. Für beide Seiten hat jeweils einen eigenen Schrank. Ja, unterm Bett hat man dann nochmal einen Kleiderschrank mit ganz vielen Staufächern und auf der anderen Seite, Sekunde, das ist der Grund, warum diese Tür dann eingezogen wird, habe ich dann meinen Kleiderschrank mit einem ausziehbaren Haken, wo ich meine Kleider dann rausziehen kann, so dass ich besser rankomme. Hier sind auch die Sicherungsautomaten für 230 Volt. Licht an jeder Ecke. Kochfeld, 3 Flammen. Spüle mit einem Zwei-Papierchen und jede Menge Schränke zum Ausziehen. Interessant hier auch dieser Rollschrank, der sehr schön gleitet. Ja, kommen wir nach vorne. Hier habe ich das klassische, vielleicht noch der große Schrank, will ich ihn ja nicht vorenthalten. 3 Fächer.
Hier habe ich dann so das klassische System Wohnwagen, Wohnmobil auf der rechten Seite, da mit der kleinen Sitzbank. Zum Beispiel, um da die Schuhe anzuziehen oder um einfach hier zu sitzen. Hier kann ich den Tisch erweitern, den ich einfach hier rausziehe und kann den dann einfach zur Seite ausziehen, sodass die Person, die hier sitzt oder die Person vorne dann auch essen kann am Tisch. Und hier kann man sich dann gegenüber sitzen. Das heißt, eigentlich braucht nur im normalen Betrieb der Fahrersitz gedreht werden. Dann habe ich schon eine gegenüberliegende Sitzgruppe, Face-to-Face, wie sie es alle nennen. Hier sind 2 Gurtplätze und jede Menge Schränke und Ablagen. Also soweit ist es gegenüber dem 65 FL dann sehr ähnlich, dem französischen Bett. Hier die Verdunklung im Fenster drin, vorne und an den Seiten. Und das Fahrerhaus. Leselampen, Lautsprecher mit integriert. So, ganz anderes Konzept. Der Optima Deluxe T70 GE. Wir drehen heute bei der Freistaat, Caravaning und More. Das Modell hier bei Hofstetter 64.890 Euro. Und ja, der Listenpreis UVP, wie hier steht, 75.070 Euro. Hier sind nochmal die technischen Daten, wenn Sie mal ein Standbild machen möchten. Ich gehe nochmal kurz zurück, zeige ich Ihnen das Fahrzeug nochmal komplett. Beziehungsweise beide mal den Deluxe T65 FL und hier auf der rechten Seite der T70 GE, beide von Hobby. Danke fürs Einschalten. Tschüss.